Er beschreibt Geschichte, obwohl er nur Landschaftsmaler ist. Er betreibt Wissenschaft, obwohl er nur Landschaftsmaler ist. Er erzählt uns etwas von der Zukunft, obwohl er ein Künstler ist. Wir wollten Turner aus 3 Blickwinkeln betrachten. Zum einen der Turner, wie er sich seinen Zeitgenossinnen gegenüber gezeigt hat, also welche Bilder er in der Royal Academy ausgestellt hat und in seiner eigenen Galerie. Der zweite Horizont, das sind die Bilder, die er zu Lebzeiten nicht gezeigt hat. Das sind Bilder, die in seinem Atelier waren und in denen er sehr viel experimentiert hat. Und der dritte Horizont, und das hängt stark mit der Geschichte des Limbach-Hauses zusammen, dass wir uns immer mit der Frage der Moderne auseinandergesetzt haben, ist, wie ist Turner eigentlich wahrgenommen worden von der Nachwelt und wie hat er sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben als ein protomoderner Künstler, Proto-Impressionist, sogar proto-abstrakter Künstler. Man muss diesen Theorien nicht zustimmen, aber sie haben die Rezeption von Turner sehr, sehr stark geprägt. Der Titel der Ausstellung, The Horizons, nimmt Bezug auf ein Gemälde von Turner, Three Seascapes, 3 Seeansichten. Das war ein Experiment, was er in den 1820er Jahren gemalt hat und in dem er 2 Seelandschaften übereinander dargestellt hat. Und wenn man das Bild umdreht, ergibt sich nochmal mindestens eine weitere Seelandschaft. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, zu zeigen, wie experimentierfreudig Turner war. Dann gibt es eine Zweiteilung. Die Wand links zeigt den offiziellen Turner, also Bilder, die Turner zu Lebzeiten berühmt gemacht haben und die in der Öffentlichkeit waren, die Furore gemacht haben. Und auf der rechten Wand gibt es den Turner, den inoffiziellen, den experimentellen Turner. Das sind alles Bilder, die zu Lebzeiten nicht gezeigt wurden. Die Route für die Ausstellung ist den BesucherInnen eigentlich relativ freigehalten. Wir hatten es schon so konzipiert, dass man durch diese Ausstellung flaniert und vielleicht wirklich so im Zickzack durchgeht. Jeder und jeder wird andere Schlüsse daraus ziehen, aber ich glaube, man sieht durchaus an den veröffentlichten Werken, welche Ambitionen Turner hatte, wie er sich darstellen wollte nach außen, wie er sich inszenieren wollte und auch welche Zugeständnisse er dabei durchaus gemacht hat. Turner hat sich an den Konventionen der Landschaftsmalerei seiner Zeit abgearbeitet. Er hat alles rezipiert, was es gab. Landschaftsmalerei war jedoch eine eher vernachlässigte Gattung. Er wollte quasi dieses Thema Landschaft, Natur auf eine höhere Stufe stellen. Er hat es durch verschiedene Taktiken erreicht. Er ist immer kühner geworden, mutiger in der Art und Weise, wie er Licht dargestellt hat, wie das Licht seine Bilder durchflutet. Er hat Techniken umgedreht, die Ölmalerei, beeinflusst von der Aquarellmalerei, in der Reihenfolge auf den Kopf gestellt. Er hat immer kräftigere, intensivere Farben verwendet, je nachdem, wie sie auf den Markt kamen, und hat quasi die Konventionen der Landschaftsmalerei immer stärker ausgeweitet und mit der Zeit dann auch wirklich überschritten, soweit, dass ihm die ZeitgenossInnen auch nicht immer gefolgt sind. Die Landschaft wird zum eigentlichen Ausdrucksträger, versammelt das, was ihn wirklich interessiert, Atmosphäre, Wetter. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu seinen Vorbildern, bei denen Landschaft immer noch nur eine Kulisse ist. Und bei Turner ist aber die Landschaft das, was im Fokus des Bildes steht. Turners Motive und seine Malweise hängen insofern zusammen, als dass Turners Interesse, Wetter darzustellen, Wetter ist auch immer etwas Dynamisches, das ihn praktisch dazu verleitet, eben etwas unfertiger zu malen, um dadurch eben die Dynamik in sein Bild zu bekommen. Also Venedig muss ihn unglaublich fasziniert haben. Diese Stadt auf dem Wasser, wo sich immer alles auch im Wasser spiegelt. Tatsächlich ist Venedig wahrscheinlich die Stadt, die ihn dazu gebracht hat, diese Grenzen, die die Malerei und auch die Konventionen seiner Zeit, wie man eine Stadt zum Beispiel darstellt, die es damals gab, die auch zu überschreiten. Und es war auch der Bereich, wo ihm das so weit gelungen ist, dass das Publikum mitgezogen hat. Also dass diese Bilder
durchaus beliebt waren und akzeptiert wurden. Turner hat in dieser Schenkung Bilder aufgehoben, von denen er wusste, er kann das zu Lebzeiten nicht zeigen, das wird nicht verstanden. Aber er wusste, das findet ein Publikum und das muss bewahrt werden. Und diese Bilder sind diese fast abstrakten Bilder, die wir heute als impressionistisch lesen, die es aber nicht sind. Und das haben sich natürlich ganz genau die französischen Künstler des Impressionismus angeschaut. Und das sind die großen Inspirationsquellen für die Künstlerinnen und Künstler des Blauen Reiters. Das Limbach-Haus hat eine riesige Sammlung des Blauen Reiters, geschenkt von Gabriele Münter, die sie als Künstlerin besessen hat und der Allgemeinheit geschenkt hat. Und William Turner hat seinen gesamten Nachlass den Staat Großbritannien geschenkt. Und das ist an die Tate gekommen. Und so muss man, wenn man den Blauen Reiter sehen will, nach München kommen. Wenn man Turner sehen will, kann man nur nach London fahren. Und die Idee war, wir tauschen unsere Sammlung. Der Blaue Reiter ist in Großbritannien in der Tate Modern zu sehen und Turner bei uns im Limbach-Haus. Also was man in dieser Ausstellung sehen kann, ist ganz interessant, dass da Teile drin sind, die Sie eben, wenn Sie nach London fahren, nicht sehen können. Also wir haben uns sehr bemüht, Dinge zu zeigen, die unbekannt sind. Natürlich haben wir sehr, sehr bekannte, ikonische Bilder von Turner, die auch diesen ikonischen Turner erklären. Wir haben aber gleichzeitig sehr viele Dinge rausgesucht, ganz kleine, ganz große, die dem Publikum, auch die mit Turner vertraut sind, nicht bekannt sind. Wir haben auch versucht, neue Geschichten zu erzählen und wir haben versucht zu erzählen, wie Turner über die gesamte Dauer seines Nachlebens, alle 50 Jahre, immer wieder neu erfunden wird, vor allen Dingen von Künstlerinnen und Künstlern, die sich für Turner interessiert haben und da jeweils was Aktuelles draus gemacht hat.